Der malerische Hochrhein, schöne Altstädte und der monumentale Rheinfall. Wir radeln vom Bodensee bis nach Basel an einem Tag. Willkommen bei Gipfelschluck. Los geht's. Unsere Radtour vom Bodensee nach Basel startet in Stein am Rhein. Neben der tollen Lage am Wasser bietet Stein am Rhein eine wunderbare Altstadt, die auf jeden Fall einen Ausflug wert ist. Ich war am Vorabend in Stein am Rhein angekommen, nachdem ich den Bodensee in 2 Tagen umrundet habe, inklusive Pfänder Bergetappe. Falls noch nicht geschehen, schaut auch gerne mal in mein Video zu dieser Tour rein. Nachdem wir Stein am Rhein verlassen haben, wartet schon nach wenigen Kilometern der erste Stich, gut 50 Höhenmeter, in den Wald hinein. Auf den gut 150 Kilometern bis Basel sammeln wir insgesamt 1200 Höhenmeter bergan. Nach den ersten gut 10 Kilometern im Hinterland gelangen wir bei Diessenhofen wieder direkt an den Rhein. Hier erwartet uns ein schöner Blick auf das Südufer, das Schweizer Städtchen dort. Wir selbst befinden uns am Nordufer auf der deutschen Seite aktuell. Nach gut 20 Kilometern passieren wir kurz vor Schaffhausen aber wieder die Grenze und finden uns wieder in der Schweiz wieder. In Schaffhausen selbst erwartet uns natürlich ein großes Highlight der heutigen Tour, der Rheinfall. Über eine Breite von gut 150 Meter stürzen hier im Mittel 373 Kubikmeter Wasser in der Sekunde die 23 Meter hinunter. Ein prächtiger Ort für einen Gipfelschluck. Heute rauchiger, algiger Whisky von der Isle of Islay, Laphroaig. Zum Wohl! Auf der folgenden Karte seht ihr die von mir gefahrene Strecke. Mit Ausnahme eines kurzen Teilstücks beim Rheinfall folge ich der nationalen Velolandroute Nummer 2, der Rheinroute. Nützliche Infos hierzu sowie zu weiteren schönen Radstrecken in der Schweiz findet ihr auf der empfehlenswerten Website veloland.ch. Kurz unterhalb vom Rheinfall überquere ich daher den Rhein. Es geht weiter zunächst auf einer wenig befahrenen Straße, aber auch auf einem schottrigen Teilabschnitt direkt am Rhein entlang, der aber durch den dichten Uferbewuchs kaum sichtbar ist. Kurz darauf folgt die schöne Überfahrt über das Flüsschen Thur, 135 Kilometer langer Nebenfluss des Rheins und Namensgeber des Kantons Thurgau. In Berg am Irchel erwartet uns die längste Steigungsstrecke des heutigen Tages, gut 100 Höhenmeter auf 3 Kilometer. Der erste Kilometer ist davon der steilere Teil, auf den folgenden 2 Kilometern kann man auf den gewonnenen Höhenmetern die Fernsicht auch ein bisschen genießen. Auf der kaum befahrenen Straße lässt es sich die gewonnenen Höhenmeter super herunterrollen. Wir gelangen über einen kleinen Weg bei Teufen zu der Mündung der Töss, ein wunderschöner Pausenplatz direkt am Rhein. Den darauf direkt folgenden Wegabschnitt direkt am Rhein entlang empfand ich in wunderbarer Natur als einen der schönsten während der gesamten Tour. An der Schweizer Rheinroute interessant finde ich auch die Abschnitte vom Bodensee rheinaufwärts bis nach Chur geht es dabei überwiegend am Rheindamm bzw. auf dem Rheindamm ohne große Höhenunterschiede. Wer Lust hat, macht noch weiter über den Oberalppass. Wir sind 2020 noch weiter gefahren über den Furka-Pass. Schaut auch gerne mal in meine Videos dazu rein. Um diese Tour zu vervollständigen, habe ich mich heute für die Schweizer Seite entschieden und nicht den deutschen Rheinradweg genommen. Bei unserer heutigen Tour geht es auch mal an einer ganz schön großen Kiesgrube vorbei und nach etwa 70 Kilometern erreichen wir Bad Zurzach, bekannter Ort für sein Thermalbad und daher auch beliebtes Touristenziel. Nach Bad Zurzach befinden wir uns nun auf Höhe von Waldshut-Tingens, Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises auf deutscher Seite. Damit erreichen wir die Mündung der Aare in den Rhein. Die Aare ist der größte Nebenfluss des Rheins. Am Punkt des Zusammenflusses bringt die Aare tatsächlich im Mittel mehr Wasser an als der Rhein selbst, sodass hydrologisch betrachtet der Rhein eigentlich ein Nebenfluss der Aare ist. Hier endet auch nach einer Gesamtlänge von 315 Kilometern der Aare-Radweg, der nahe des Grimselpass in Kletsch im Oberwallis inmitten der Alpen beginnt. Unsere Radtour führt uns nun am Schweizer Kernkraftwerk Leibstadt, aber auch dem Wasserkraftwerk Alpbruck-Dogern vorbei. Seit der Aare-Mündung führt der Rheinradweg nun bis nach Laufenburg relativ nah am Rhein entlang. Generell gilt aber für die Gesamtstrecke, dass auch wenn der Radweg nah dran ist am Gewässer, die Sicht auf den Rhein durch die dichte Vegetation am Ufer häufig sehr eingeschränkt ist. Nachdem wir inzwischen gut 100 Kilometer geradelt sind, lädt die schöne Altstadt von Laufenburg zur Mittagspause ein. Direkt gegenüber auf der deutschen Rheinseite befindet sich das deutsche Laufenburg, auf das wir einen tollen Blick hinüber haben.
Nach Laufenburg sind wir wieder etwas im Hinterland unterwegs, dabei inbegriffen ein kleiner Stich, um wieder ein paar Höhenmeter zu sammeln, was aber auch bedeutet, dass man tolle Weitsicht gewinnt. Ab Stein im Aargau führt der Rheinradweg nun uns wieder zurück, direkt ans Gewässer, mit teilweise schönen Blicken direkt auf den Rhein hinunter. Nach Wallbach geht der Rheinradweg in einen Wald hinein auf schottrigem Wege. Aufgrund der Mittagshitze ist der schattige Wegabschnitt aber sehr willkommen, inklusive toller Pausenbank. Nach angenehmen 5 Kilometern im Schatten geht es auf immer noch schottrigem Wege in der Sonne weiter bis nach Rheinfelden. Dort angekommen erwartet uns ein Blick auf das neue Wasserkraftwerk aus dem Jahr 2010, das das alte aus dem Jahr 1894 ersetzt hat. Mit dem Obertorturm aus dem 14. Jahrhundert erreichen wir die schöne Altstadt von Rheinfelden, ebenso sehenswert hier die alte Rheinbrücke, die das Schweizer Rheinfelden mit dem deutschen Rheinfelden verbindet. Von Rheinfelden geht es nun auf die letzten 26 Kilometer bis nach Basel, auf denen man den Rhein kaum noch zu Gesicht bekommt. Wenn man der Radwegbeschilderung folgt, finden wir uns schnell auf einem Art Radschnellweg wieder, der uns bis ins Zentrum Basels führt. In der Stadt angekommen, führt uns die Radroute wunderbar zurück an den Rhein. Zum Abschluss genießen wir die schöne Aussicht von der Pfalz beim Basler Münster, einwandfrei. Das war's nun mit meiner Radtour an einem Tag vom Bodensee nach Basel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaut gerne mal in weitere Videos meines Kanals rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.